Hallo, herzlich willkommen auf dem Weg des Scheiterns. Schön, dass du dich hierher geirrt hast. Mein Name ist Nina. Auf der stetigen Suche danach, wie etwas besser laufen könnte, stelle ich immer wieder fest, dass sich oft gerade dann Möglichkeiten für Erkenntnisse öffnen, wenn etwas nicht wie geplant verläuft. Das Scheitern erscheint dann plötzlich als eine Art Spur, die zu etwas führt, das von Menschlichkeiten erzählen kann. Solchen Spuren möchte ich in den Episoden dieses Formats folgen. Vielleicht kann dir der ein oder andere Gedanke eine Reisebegleitung sein. Ich wünsche dir viel Vergnügen beim Hören und alles erdenklich Gute für deinen ganz eigenen Weg. Hallo, schön, dass du reinhörst. Das Wort, das jetzt gerade auftaucht, ist Selbstverantwortung. Und was ich direkt erinnere, wenn ich das hervorrufe, was ich mit diesem Wort mal verbunden habe und inzwischen verbinde, erinnere ich mich daran, als ich das zum ersten Mal so sehr konkret von einer meiner Lehrerinnen gehört habe. Und ich weiß noch, dass ein Teil von mir wusste, dass das wichtig wird und dass das die richtige Fährte ist. Ein anderer Teil musste schlucken. Und ein anderer Teil wieder hat sich darunter etwas vorgestellt, das nicht dem entspricht, wie es sich dann später gezeigt hat. Wieder ein anderer Teil hat darin vor allem eine Mahnung gehört. Und ich denke, dass das auch also im Grunde der Kombination all dieser Dinge mit dem, was eigentlich als grundlegende Frage dazu kommt, ist, was ist das jetzt genau? Und zu etwas geworden, was Missverständnisse, die aber am Ende natürlich fruchtbarer Natur waren, hervorgerufen hat. Es ist also, wie es sich bei mir gezeigt hat, ein sich abarbeiten auch an der Problematik der Selbstverantwortung. Und das ist nicht, wenn man es damit ernst meint, eine graduelle Form von Verantwortung ist, sondern eine volle. Das ist, glaube ich, etwas, das sich erstmal festtreten muss und zunächst einmal vielleicht auch abstrakt ist. Das heißt, an dem Anspruch der Selbstverantwortung für das eigene Erleben von irgendwelchen Umständen es erscheint zunächst als etwas, so ist es auf jeden Fall bei mir passiert und so beobachte ich es ehrlich gesagt auch häufig, was so ein bisschen besetzt ist mit einem Leistungsanspruch oder damit, dass Selbstverantwortung für zum Beispiel die eigenen Gefühle bedeutet, dafür sorgen zu müssen, vor allem bestimmte Gefühle zu haben oder vor allem sich auf eine bestimmte Weise zu verhalten oder eben vor allem alles Mögliche aushalten zu müssen und sportlich zu nehmen. Es ist nicht mal so, dass das
komplett daneben ist, aber es missversteht auf eine Weise das, was mit Selbstverantwortung gemeint sein kann. Und in meiner Erfahrung sich eigentlich eher als das durchfrisst, was wirklich eine Kraft hat und was wirklich in der Lage ist, bei Umwälzungen und Veränderungen wie den Raum zu geben und zu stellen und auch wie die Instanz zu sein, also wie eine Instanz zu gewähren, die einen auch durch die schwierigeren Prozesse leitet. Lass mich das so beschreiben. In einem Beispiel haben wir einen Prozess, in dem ein Mensch ist, wo er an ein Thema gerät, das er oder sie oder wer auch immer schon länger vor sich hergeschoben hat, oder also in vielen Fällen passiert das nicht bewusst, aber was lange nicht berührt wurde und plötzlich wird es berührt. Das kann verschiedene Gründe haben. Es kann sein, dass irgendeine Methode funktioniert hat. Es kann sein, dass dieser Mensch ein Erlebnis hatte, das die innere Ordnung, wie sie ist, das Gefüge ins Wanken bringt, in Bewegung bringt. Das heißt, es geschieht etwas, es tut sich etwas und plötzlich tauchen eben Dinge auf. Da tauchen vielleicht Ladungen auf, da tauchen vielleicht Affekte und Regungen auf, an die man vielleicht nicht mehr so gewöhnt ist oder mit denen man erstmal vielleicht auch gar nicht so viel zu tun haben möchte. Sonst wären sie vermutlich auch nicht unterdrückt worden. Aber das, was passieren kann, wenn eben tiefere Prozesse angeregt werden und sich entfalten, die einen Menschen in einen Zustand zurückversetzen, in dem es einmal eine Überwältigung zum Beispiel gegeben hat. Und mehr, man könnte sagen, da ist ein Fragment der Ich-Konstellation in einer anderen Zeit stecken geblieben. Und das, was sich dann äußern kann, ist dann tatsächlich eine Reaktion bei sich selbst, die einem, wenn man sie dann beobachten kann, also wenn man in die Lage gerät, das reflektieren zu können, ob mit Unterstützung, in einem sehr günstigen Fall oder eben alleine, wenn man das kann, in der es wahnsinnig wichtig ist, den Raum insofern zu erweitern, als dass man nicht identifiziert ist mit diesem Fragment, aber dadurch, dass es so so tief runtergedrückt war, als Unterlagerung da war, verkapselt war, lässt sich davon ausgehen, dass es eben auch sehr stark ist, dass es einen fast nötigt, in diesem Modus sich als das zu erleben. Und die Kunst besteht darin, so kenne ich es, in diesem Augenblick so wachsam zu sein, dass man das erkennt, dass da gerade etwas das ganze eigene System sozusagen übernehmen will in diesem Moment. Das passiert ganz häufig in Alltagskonflikten, dass genau diese Fragmente eigentlich aneinander geraten und der Mensch das gar nicht merkt in dem Augenblick. Denn diese Fragmente sind vielleicht sogar archaisch manchmal. Das heißt, die haben eine Wucht, mit der man es erstmal aufnehmen können muss und
die es eben besonders heikel macht und besonders viel Präzision und Konzentration erzwingt, weiterhin eine Art Beobachterperspektive aufrechterhalten zu können, während das mit einem passiert. Also es ist wie nicht unterdrücken, es irgendwie kommen lassen und zugleich nicht sich davon übernehmen zu lassen. Das ist also meiner Erfahrung nach ein Drahtseilakt. Das ist etwas, was Übung erfordert, und das ist auch etwas, das definitiv in meiner Geschichte dieser Verarbeitungsversuche auch Beispiele erfordert hat, Unterstützung erfordert hat, die mich daran erinnert, dass das nicht alles ist. Und dass in dem Augenblick, wo der Rahmen da sein kann, es auch tatsächlich sich mal artikulieren kann in seiner Weise und vielleicht sogar auch sich lösen kann. Was hat das jetzt mit Selbstverantwortung zu tun? Ich denke, Selbstverantwortung ist das Mittel, ohne dass es nicht geht. Und dass die Möglichkeit in der Tat erst schafft, wirklich Hilfe, die man vielleicht dabei bekommt, auch als das wahrzunehmen und nicht als die Scholle eines anderen, auf die ich jetzt mit draufspringe, um meinem Prozess zu entgehen. Vielleicht verstehst du, was ich meine. Es ist nicht etwas bei diesen Prozessen, auf die ich abziele, es ist nicht so, dass man vollständig alleine damit sein muss. Es gibt wahnsinnig gute Angebote, es gibt wahnsinnig gute Orte und Räume, in denen der Umgang mit diesen tief sitzenden Konflikten geübt werden kann. Miteinander, das ist eben der Zauber, die Erfahrung miteinander, in der es anders sein kann, als es damals war, ist eine Schlüsselerfahrung, um auch eben den Teil, man könnte sagen, der im Kontakt verletzt wurde und im Kontakt überwältigt wurde. Ich muss kurz, es ist ein Eichhörnchen 1 Meter von mir entfernt gewesen, also mit den Tieren ist es gerade so eine Sache. Ja, so viel zum Thema Kontakt. Also was ich meine ist, die neue Situation, in der Hilfe wirklich Hilfe ist und nicht irgendwie ein Tauschhandel oder ein Absaugen von Aufmerksamkeit oder ein gegenseitiges sich den Arsch pudern oder was auch immer, sondern wirkliche Hilfe ist etwas, was unbedingt darauf fußt, dass beide mit einem Fuß in der Selbstverantwortung stehen bleiben, und zwar so stehen bleiben, dass sie diesen Fuß wirklich auf der Erde spüren. Und dann ist es wie, man kann gemeinsam etwas heben, also etwas bergen. Und dann geschieht Prozess. Das hat eine unheimliche Schönheit und eine berührende eine unheimlich berührende Form von Gnade ist dann spürbar, was schon wieder den nächsten Prozess auslösen kann. Aber wenn diese Situationen von Hilfe nicht genutzt werden, um die Verantwortlichkeit für sich selbst
zu stärken, dann ist es keine richtige Hilfe. Oder dann hat man diese Hilfe nicht verstoffwechseln können. Und was es eben nicht ist, Selbstverantwortung. Und das war das, was ich anfangs immer missverstanden hatte. Selbstverantwortung ist, der eine haut dem anderen verbal in die Fresse und der andere darf nicht wütend werden. So, das habe ich am Anfang gedacht. Und das ist, glaube ich, auch ein Spielchen, was immer mal wieder auch gerne Leute miteinander treiben, um sich irgendwie gegenseitig straflos piesacken zu können und zu provozieren. Das ist ein Kindergartenprogramm. Das ist, was ich nicht meine. Sondern das mit der Selbstverantwortung nicht damit zu verwechseln, dass man sich abkapselt und isoliert und glaubt, dass die eigenen Phänomene im Erleben, das, was in einem vorgeht, das Berührtsein und all diese Dinge, die im Kontakt eben stattfinden, dass das nichts mit dem anderen zu tun hätte. Ich sehe das einfach nicht so. Ich denke, es hat was damit zu tun, was sich im Kontakt ereignet. Und es hat auch etwas mit der Verbindung zu tun, wie sie sich gestaltet, was sie entbehrt, was sie bringt, was sie schenkt, was vielleicht erst im Nachhinein erkennbar wird. Was für eine Qualität hat diese Verbindung? Es ist nicht egal, mit wem wir es zu tun haben. Und wenn so etwas wirklich Kraft hat und fruchtbar ist, dann geht es tatsächlich nicht um eine Performance, dann geht es nicht darum, dass ich beispielsweise dem anderen, ob das ein Therapeut oder eine Lehrerin oder was auch immer, jemand, dem ich dann vielleicht etwas beweisen will, wenn man versucht, vor diesen Menschen zu performen und auch vor sich selbst zu performen, dass man sich jetzt so wahnsinnig gut im Griff hat und also Verantwortung für seine Gefühle übernimmt, dann kann das dazu führen, dass man eigentlich mehr in die Isolation und auch mehr in die Selbstvermeidung abwandert. Und dann ist das auch nicht Selbstverantwortung, sondern könnte sagen, Flucht in eine Reaktion auf Beschämung, innere oder äußere. Das ist etwas, was wir manchmal auch einfach mit uns selbst machen und dann auf die Situation projizieren. Nicht immer, aber manchmal. Und Selbstverantwortung kann zum Beispiel bedeuten, eine Situation, in der Kontakt heilsam sein kann, wirklich mal anzunehmen und wirklich sich verletzlich zu machen. Und auch die Angst davor mitzubekommen, die dabei entstehen kann. Das Unbehagen, weil es sich vielleicht so neu anfühlt, weil es vielleicht wirklich nie da war. Und weil es ganz nah an der Wunde ist, unter Umständen. Dann kann es in der Tat sogar selbstverantwortlich sein, einen Teil der Verantwortung für die Verbindung und für die Situation, für den Kontakt abzugeben. Das ist insbesondere für Menschen schwierig und das kenne ich gut, die tatsächlich irgendwie in die Rolle immer geschlüpft sind, wie alleine vollständig verantwortlich zu sein dafür, ob der Kontakt gelingt oder nicht. Das heißt, die Komfortzone, oder Komfortzone ist auch so ein abgegriffenes Wort, aber der Ort, der nicht heikel, prekär, neu und möglicherweise schmerzvoll und geladen ist, ist der Bereich, in dem man sich abrackert, um eine Situation so zu gestalten, dass sich die beiden irgendwie da wohlfühlen. Und das ist dann, würde ich heute so sehen, nicht Selbstverantwortung, sondern etwas, bei dem es eigentlich mehr um Kontrolle geht. Das heißt, es ist im Grunde gar nicht so einfach, was jetzt wann selbstverantwortlich sinnvoll ist.
Und genau das macht es zu so einem derart wichtigen Begriff. Denn er ist nicht leicht geklärt. Es ist etwas, was man ertastet nach und nach, was man jedes Mal neu justiert, was jedes Mal sich auch vielleicht von einer anderen Seite zeigt, was aber im Grundakkord vielleicht bedeutet eine behutsame, ernsthafte und gütige Aufmerksamkeit auf sich zu richten. Eben keine kontrollierende, eben keine polizeiliche, sondern eine, die auch mal abbremst, eine, die ruht vielleicht, die mitgeht. Und das, ja, im Grunde immer. Und vielleicht sogar dann, wenn man sich fallen lässt. Wenn es nicht selbstverständlich ist, dann ist es gut, wenn diese Art Aufmerksamkeit, die ich jetzt Selbstverantwortung nenne, mit auf dem Weg ist. Denn sie kann das sein, was diese vielleicht neue Qualität von Erfahrung reflektiert und einbaut und aufnimmt. Es ist also ich muss sagen, der Prozess, Selbstverantwortung zu lernen oder mehr davon zu lernen, ist auch ein Weg des Scheiterns, denn wie viel wir projizieren, wie viel wir irgendwas irgendwo hingeben, weil wir es nicht spüren wollen, wie viel wir uns mit Austausch auch stimulieren und ablenken. Also was wir alles tun, um uns selbst zu entgehen, gerade im Kontakt mit anderen oder auch in der Vermeidung von Kontakt oder von bestimmten Kontakten oder bestimmten Thematiken. Es läuft eigentlich die ganze Zeit schief, bis es dann irgendwann mal nicht schief läuft. Und das ist der Weg, auf dem meiner Erfahrung nach, wenn es für dich anders ist, perfekt. So geht er weiter. Aber es ist für mich ein Weg der ständigen Demütigung daran, dass ich schon wieder auf mich reingefallen bin. Und dann ist aber genau in dem Moment, wo das tatsächlich gesehen werden kann, der Moment, in dem Selbstverantwortung ins Spiel kommt und sich wie ein neuer Aspekt ihrer zeigen kann, eine neue Facette, eine neue Schuppe vielleicht auch. Und eben auch dafür dann eine gütige, verantwortliche Instanz für sich zu sein, einen Frieden machen zu können damit, dass es einem jetzt nicht gelungen ist oder vorher nicht gelungen ist. Und dass es ab jetzt aber wieder die Möglichkeit gibt, es wieder zu erproben und in Angriff zu nehmen. Ich glaube, das ist die Figur, also die innere Figur, die wir brauchen, damit es nicht schon wieder der strafende Gott ist, der uns auf die Finger haut, sondern die Art Begleitung für sich selbst zu sein, die ermutigt, etwas Neues zu versuchen, die ermutigt, sich etwas zuzuwenden, die auch ermutigt, mal eine Pause zu machen.
Ich benutze das Wort nicht gern, weil es irgendwie natürlich schon so ein bisschen zerschreddert ist, aber ja, ich würde sagen, sich darum zu bemühen, und das Darum ist wichtig, es ist auch ein Kreisen, ein sich nähern. Sich darum zu bemühen, ist irgendwie schon auch eine heilige Sache. Es ist tatsächlich etwas, was mit einem tiefen Ernst zu tun hat. Denn an der Stelle ist Selbstverantwortung so kompromisslos, dass sie sich immer wieder herstellt, dass sie immer wieder akquirierbar ist, dass sie immer wieder das Feld betritt und sagt, okay, ich übernehme hier jetzt. Diese wirkliche Autorität zu finden, nach und nach. Das ist einfach es ist eine Suche, die eigentlich wirklich jeden verfügbaren Applaus verdient hätte. Und es ist etwas, was zutiefst dem, was diese Ordnung, in der wir uns jetzt befindet, widerstrebt. Das, worin wir uns hier bewegen, basiert darauf, dass wir uns von Umständen und voneinander wahnsinnig abhängig machen, an Stellen, an denen wir es nicht sein müssten, und dort, wo wir voneinander wirklich abhängig sind, uns voneinander abschneiden. Das ist absurd, aber das ist im Grunde die Systematik, in der unsere Kultur, also die Kultur, aus der ich gerade spreche, sich irgendwie immer wieder aufbaut und auch stabilisiert. Und das Wort ist für mich zu schön an dieser Stelle, aber ja, im Grunde statisch ist. Und in dem Augenblick, in dem ein Mensch sich entscheidet, diese kompromisslose Form der Selbstverantwortung in Angriff zu nehmen, sich ihr zu widmen und es damit ernst meint, in dem Moment wird dieser Mensch, das behaupte ich, auch damit konfrontiert, dass er ein echter Gegner dieser Ordnung wird. Und es geht nicht darum, dass es hier irgendwie so eine gut-böse, was auch immer Geschichte ist. Es geht auch nicht irgendwie darum, jetzt das System zu beschimpfen, sondern es geht darum, dass in der Tiefe der Struktur die sich hier irgendwie konfiguriert hat, welche Gründe auch immer es dafür gibt, ist diese Form von Selbstverantwortung, auf die ich hier gerade hinaus will, einfach nicht vorgesehen. Denn sie ändert alles. Sie ändert, mit welcher Haltung wir in Kontakt gehen. Sie ändert, welche Entscheidungen wir treffen. Sie ändert, welche Lebenswege wir wählen. Sie ändert, was uns verängstigt und was nicht. Sie ändert, welchen Dingen wir zustimmen und welchen nicht. Wenn uns diese Existenz, die wir jeweils sind, in einer solchen Form so viel wert wird, dass wir sie wirklich sich verwirklichen lassen wollen, und zwar mit diesem gütigen Blick,
der eben nicht autoritär ist, sondern eine Autorität. Das ist vielleicht auch noch mal ein anderes Thema, das man verfolgen kann, aber ich deute das jetzt erstmal einfach so an. Man könnte sagen, wer da weiterkommt, peu à peu, ist einfach weniger korrumpierbar, ist weniger einholbar für alle möglichen Verführungen. Und wie gesagt, ich spreche nicht von irgendeiner bösen Ordnung, die es irgendwie persönlich meint, sondern von Strukturen, die sich selbst entwickeln und die sich einfach weitertragen und nicht personal sind, sondern einfach erstmal eine Struktur, Dynamik oder wie auch immer du es nennen möchtest. Wenn das dann plötzlich an einem Menschen nicht mehr funktioniert, dann erzeugt das auch Gegenwehr und Wirbel, die erstmal für Irritation sorgen. Das heißt, es braucht an dieser Stelle schon wieder im nächsten Schritt eine gewisse Stärke, das auszuhalten. Und das hat etwas mit Entschlossenheit zu tun. Wenn die nicht dabei ist, dann haben wir es nicht mit Selbstverantwortung zu tun, sondern mit einer Attitüde. Und das ist das Paradoxe. Es ist etwas, in dem man plötzlich merkt, ich bin alleine. Ich bin wirklich alleine im Zweifelsfalle. Und das ist das, was ermöglicht, im Kontakt eine andere Erfahrung zu machen. Also es ist das Fundament und zugleich entsteht es durch die stolpernden Versuche, in denen es nicht gelingt. Ich glaube, das ist erstmal alles, was ich jetzt zu diesem Thema beisteuern möchte. Ich sende dir viel Kraft und wünsche dir alles Gute für deinen Weg. Mach's gut.